bin Ole Sigismund, wir sind hier auf dem Landhof Sigismund. Ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der hauptsächlich im Gemüsebau tätig ist, aber auch relativ viele andere Standbeine noch hat, die wir hier bespielen. So ein bisschen altbäuerlich, könnte man sagen. Und meine Kernaufgaben hier auf dem Betrieb, die sind hauptsächlich in der Außenwirtschaft. Ich bin Tjalda Sigismund und ich bin hauptsächlich für die Hühner, für unsere Legehennen zuständig. Im Spargelbereich, in der Selbstvermarktung, also in unserem Hofladen, da bin ich für die Organisation zuständig oder stehe auch viel selbst im Hofladen. Und ich würde sagen, so generell für den Direktverkauf an den Kunden, das sind so meine Hauptaufgaben. Ich bin Torgen Sigismund, ich bin hier auf dem Betrieb, hauptsächlich im Büro, bin aber dann auch ganz viel in der Außenwirtschaft und unterstütze Ole da. Bin da auch in der Vermarktung dann tätig oder so ein bisschen im Marketing, also was so Instagram angeht, Website. Wir betreiben den Betrieb jetzt seit 2020 zusammen. Unsere Oma, die hat damit ja angefangen quasi und unser Vater hat den dann weitergeführt und wir haben den dann so übernommen. Unsere anderen 3 Geschwister waren aber klug genug, was anderes zu machen in ihrem Leben und keine Landwirtschaft. Und genau, seit 2020 machen wir das jetzt so zu dritt in der Konstellation. Und dann hat sich das so immer weiterentwickelt, dass man nicht mehr dieses klassische, konventionelle Landwirtschaftsding macht, sondern so ein bisschen sich erweitert, sage ich mal. Am Anfang des Tages erstmal checken, okay, wie viel Spargel brauche ich heute, dann gucken, was die Jungs gebracht haben, den waschen, sortieren. Wir holen jetzt den gewaschenen Spargel raus, den wir jetzt gleich so. Wir laden jetzt gerade was um, weil wir nicht alles davon sortieren wollen. Genau. Ja. Das ist die Vorwäsche hier im Grunde genommen. Die benutzen wir einmal, wenn wir von der Fläche kommen mit der Rohware. Dann wird er hier einmal vorgewaschen, das erste Mal geschnitten und dann gleich, wenn wir sortieren, geht er dann trotzdem noch einmal durch die Vorwäsche. Wird hier hinten noch einmal im mittleren Bereich nochmal frisch geschnitten. Geht durch die Kameraanlage. Damit vergleicht das System das und schmeißt es dann halt hinten an den entsprechenden Ausgängen dafür raus. Und ich stehe hier, so eine Krake, und sortiere nochmal nach und hole das hier aus den Kästen raus. Eigentlich macht man das am besten so zu 5, sage ich mal. Wir machen es auch gerne mal zu dritt. Wir wissen ja, Arbeitskräftemangel heutzutage. Genau, und ich sortiere dann meistens noch mal ein bisschen nach, weil die ist schon sehr, sehr gut, die Maschine. Aber sieht halt nicht alles. Die einzige Schwachstelle an diesem ganzen System ist unser Computer, weil das läuft ja mit so einem Windows XP, dieses Kamerasystem. Naja, wie heißt es so schön, never touch a running system, ne? So, und dann geht das hier auf Start. Und dann geht's los. Dann können wir hier einmal durch den Garten heute, weil unsere Hühner, nämlich der eine Stall gerade bei uns auf der Wiese steht. Das ist ganz praktisch. Und hier sieht man schon, den Hühnern ist genauso warm wie uns. Die verstecken sich alle im Schatten. Sind ungefähr 200 Stück. Also sie wurden mit 200 eingestallt. Man hat da manchmal so ein paar Probleme in der Freilandhaltung. Bei unserem Stall da hinten auf der Wiese sind es, glaube ich, nur noch so ungefähr 140. Da hatten wir einige Begegnungen mit dem Fuchs leider. Und das ist unser Mobilstall, selbst gebaut. Also wir haben lange überlegt, uns einen zu kaufen. Konnten wir uns schlussendlich nicht leisten, hat sich nicht finanziert. Und dann haben wir gesagt, naja, warum nicht selber bauen? Wir sind ja Bauern und können wir, ne? Also hat funktioniert. Und da sind unsere Legenester. Wir haben Abrollnester. Da sammle ich auch gleich die Eier. Da legt sich das Huhn gerade in die Sonne und sonnt sich ein bisschen. Genau, das ist super.
Ich bin ja jeden Tag hier drin, das geht dann auch meistens gut, aber Ole und Torgi, die hatten schon einige schlimme Begegnungen mit den Hähnen. Beim letzten Hühnerstall hatten wir einen, der war so ein bisschen verrückt, sage ich mal. Ja, die können denn mal ungemütlich werden. Hier sind die Eier. Auf der anderen Seite sind die Hühner. Die können nämlich von dem Stall, legen die Eier hier rein und dann rollen die hier einmal durch, zack, und dann rollen sie hier raus. Und dann kann ich einfach, ohne in den Stall reingehen zu müssen, die Eier hier raussammeln. Ist super praktisch und die Eier bleiben schön sauber. Also ich sage mal so, es gibt ja auch bei Eiern eine Saison und man kann ja den Hühnern nicht sagen, okay, jetzt ist die Saison zu Ende, hört bitte auf, Eier zu legen. Und dann kommt das natürlich mal vor, dass man selber einen ganz ungesunden Eierverbrauch hat, damit die nicht schlecht werden. Und ja, da muss ich sagen, irgendwann sind dann die Grenzen erreicht des Eiessens. Mit der Maschine hier pflanzen wir den Grünkohl, das heißt, da kommt gleich die Einzelkorn-Drillmaschine hinter. Aktuell ist vorne noch ein Kehrbesen davor, um den Hof immer ein bisschen zu reinigen. Den bauen wir jetzt ab, bauen dann die Einzelkorn-Drillmaschine dran. Dann wäre der soweit fertig und dann machen wir die andere Maschine fertig. Die Fläche selber, die ist knapp 2 Hektar groß, 1,9 Hektar hat die, ist so ein richtig undankbares Dreieckstück, also wird immer schmaler, richtig blöd geschnitten. Insgesamt bewirtschaften wir 80 Hektar roundabout, wobei das natürlich nicht alles Ackerland ist, sondern auch ein Großteil an Grünland dabei ist. Da laufen ja unsere Galloways und dort haben wir nochmal knapp 30 Hektar. Wir pflügen jetzt hier eine frische Parzelle. Wir pflügen jetzt eben das Unkraut und so weiter einmal unter. Wenn so viel Staub ist, ist es immer ein bisschen tricky. Also das direkte Resultat immer erst kurz danach sehe. Beim Eindrillen darf es nicht zu uneben sein, damit die Saat in der richtigen Tiefe abgelegt wird. Aber eigentlich wird es erst dann wieder interessant, wenn ich das erste Mal mit der Hacke da durchfahren möchte. Also, wenn wir die Eier gesammelt haben, kommen die einmal in unseren Eiersortierraum. Da werden die dann sortiert, nach Größen sortiert und auch nach Güteklasse A oder Güteklasse B, also die aussortierten Eier. Und dann landen die hier in unserem Hofladen und dann können sich unsere Kunden einfach unsere tolle Eierpappe wegnehmen. Da sieht man nochmal uns 3 drauf, Ole, Torgi und mich. Und dann, wir nehmen mal die ganz großen Eier hier, da haben sich die Mädels ganz besonders viel Mühe gegeben. Kommen die einfach in den Karton. Zack. Das sind die ganz großen Eier, geht nicht ganz zu. So, und dann kann man die mit nach Hause nehmen und Eier von glücklichen Hühnern essen. Hier in unserem Hofladen haben wir eigentlich nur regionale Produkte und auch saisonale Produkte. Wir haben auch viele eigene Produkte, wie man hier sieht. Unsere Eiernudeln aus unseren Eiern und den Eierlikör, der wird in der Manufaktur hergestellt aus unseren eigenen Eiern. Hier geht es weiter mit unseren eigenen Produkten, mit unserem Galloway-Fleisch.
Und der Wein, das ist auch ein Weingut aus Flohnheim. Mit denen arbeiten wir auch schon seit Jahrzehnten zusammen. Dann geht es hier weiter mit unserem Honig, auch regional, hier aus dem Nachbardorf. Die Erdbeeren auch. Und dann ist da unser Spargel. Hier kommt der Spargel einfach hinten rein. Und die Maschine arbeitet mit Druckluft. Da sind solche Messer drin, wie so Scheren gehen die zusammen. Da ist an jeder solch einer Schere ein Sensor, der dann sagt, hier kommt ein Spargel durch. Und dann wird das mit Druckluft quasi zugemacht, die Schere, und der Spargel wird abgeschält. Und dann kommt der hinten raus. Da kontrolliere ich den aber lieber nochmal nach. Also die sind toll, unsere Maschinen. Ich kann die gar nicht oft genug loben. Aber man muss da doch lieber nochmal kontrollieren, weil die sind auch schon ein paar Jahre alt. Die hier ist von 2001, habe ich letztens gesehen. Also es hat sich nicht viel verändert über die Jahre an dem System. Wurde einmal gut erfunden, würde ich sagen. Ja, und so am Wochenende, sage ich mal, wenn richtig viel los ist und unsere Restaurants auch noch Spargel bestellen, dann ist das immer schon ein richtig großer Luxus, wenn man 2 Maschinen hat, um dann auch fertig zu werden und damit die Schlange nicht allzu lang wird im Hofladen. Genau. Kommt denn außerdem noch was dazu? Dann sind das einmal 15 € bitte. Das ist ja super. Ausgezeichnet. Vielen Dank. Wir wollen jetzt die Spargelfolie aufwickeln, die da auf den Spargeldämmen liegt. Die liegt da ja drauf, damit der Spargel schön weiß bleibt und damit wir die Temperatur im Damm steuern können. Wenn weiß oben liegt, dann kühlt das den Damm ein bisschen ab. Wenn schwarz oben liegt, dann erwärmt das den Damm. Und so können wir halt früher Spargel ernten, beziehungsweise an so heißen Tagen wie heute die ein bisschen runterregulieren, dann ernten wir nicht ganz so viel Spargel. Genau, und da dieses Feld jetzt fertig geerntet ist, wollen wir die jetzt aufwickeln, wegpacken, damit wir die dann fürs nächste Jahr haben. Und dann wird auch der Damm so leicht runtergemacht, nennen wir es, ne? Dass das so einigermaßen eben wieder ist. Genau, Ole legt da jetzt gerade vorne ein neues Rohr ein. Da wird dann gleich die Spargelfolie aufgewickelt. Das Gerät haben wir tatsächlich auch selber gebaut. Da hat unser Papa und wir dran getüftelt, dass das so funktioniert, damit man natürlich auch relativ effizient und schnell die aufwickeln kann. Und das auch schon für die Folie ist, damit die dann nicht reißt oder kaputt geht, weil das dann natürlich auch nicht so schön ist. Und hier liegen jetzt 2 Folien, weil das unsere verfrühte Anlage ist. Das heißt, hier liegt einmal diese Schwarz-Weiß-Folie, wie man sie kennt, und daneben liegt noch eine durchsichtige Folie. Und die wird am Anfang der Spargelsaison noch mit draufgemacht. Das ist wie so ein Mini-Tunnel, wie so ein kleines Gewächshaus, damit der Damm sich noch besser erwärmen kann und wir einfach früher Spargel ernten. Selbst gebaut.
Bei mir ist es relativ einfach. Was wünsche ich mir für die Zukunft? Mehr Zeit. So ziemlich das Unrealistischste, was man sich wünschen kann, glaube ich, aber ja. Aber das wäre halt so schon das Ziel oder der Traum, dass man sagen kann, okay, ist jetzt Spargelsaison, aber dann jetzt der Sonntag ist dann trotzdem irgendwie Family Time und das Ganze, der Hof läuft trotzdem weiter, ne, sozusagen, und das ist schon so irgendwie so ein großes Ziel, wo man sagt, das wäre schon ganz cool. Ich glaube aber, wir haben ja jetzt erst vor 3 Jahren angefangen in dieser Konstellation und dafür, finde ich, jetzt rückblickend gesehen, sind wir schon sehr weit gekommen. Also es ist, ich glaube, wir haben das schon ganz gut gemacht und einfach, dass es so weitergeht. Also dass man einen stetigen Aufbau hat für den Betrieb, für sich selber und ich glaube, dass das eine bedingt dann ja das andere.